Herzlich willkommen zur Börse am Abend. Im Prinzip eine Sonderausgabe zu einem Thema. Denn für Donald Trump ist heute der Tag der Befreiung. Er will ab 22 Uhr im Rosengarten des Weißen Hauses neue, weitreichende Strafzölle bekannt geben. Sie könnten auch die Europäische Union schwer treffen und die Weltwirtschaft erschüttern. Trump will sogenannte reziproke Zölle verkünden. Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort ihre Zölle auf ein entsprechendes Niveau anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Doch zuletzt war unklar, ob das Weiße Haus sich explizit auf einzelne Branchen und Länder konzentriert oder stattdessen pauschale Zölle erhebt. So berichtet die Washington Post unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses einen Vorschlag zur Einführung von Zöllen in Höhe von rund 20% auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten ausgearbeitet hätten. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen werden die USA neue Sonderzölle auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz erheben. Zudem erwarte man eine weitere Ankündigung zu wechselseitigen Zöllen, so von der Leyen. Und die Anleger werden auch heute wieder nervöser vor dieser Zollankündigung. Der DAX aktuell mit einem Minus von 1,2% unterwegs. Und was Trumps neuer Zollhammer für Anleger bedeuten könnte, dazu begrüße ich Jochen Stanzel, den Chefmarktanalysten von CMC Markets. Herr Stanzel, wie stark könnten die wohl anstehenden massiven Zollerhöhungen denn die US-Wirtschaft selbst in Mitleidenschaft ziehen? Ja, die US-Wirtschaft steht mit einem Bein in der Rezession. Wir haben große Verwirrung des Mittelstands. Der ist wirklich greifbar. Die Rezessionsrisiken, wenn man die beziffert, haben sich in den letzten 2-3 Wochen quasi verdoppelt, weil ja immer neue Strafzölle angekündigt wurden und jetzt eben auch die ganz großen kommen werden. Wir sehen ein Resultat bereits jetzt, auch wenn da niemand weiß, was vielleicht morgen passiert. Aber jetzt ist schon seit Wochen zu beobachten, dass es Hamsterkäufe ohne Ende gibt. Zum Beispiel bei Gold ist tonnenweise von London nach New York verschifft wird, weil jeder weiß, dass auch das mit den Zöllen eben bald sehr viel teurer werden wird. Das gilt aber auch für alle anderen Waren und diese Hamsterkäufe werden die Handelsbilanz so stark verzerren, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal vermutlich stark negativ sein wird und danach weiß noch niemand, wie es so richtig weitergeht. Fakt ist aber, ich sagte es bereits, die Leute sind stark verunsichert, die Aktienkurse sind stark gefallen in New York und das kommt in den USA eben gar nicht gut an. Wenn die Mittelschicht aus Angst zwanghaft zu sparen beginnt, ja, dann ist die Rezession da. Und wenn Trump dann einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt entfacht und diese dann zurückschlägt, was verheißt das dann für die Weltwirtschaft? Ja, schauen Sie sich an, es gibt jetzt hier Treffen von Ländern, die man normalerweise so nicht zusammenbringen würde. Das erste Treffen seit 5 Jahren gibt es jetzt oder gab es jetzt gerade zwischen Südkorea, Japan und China. Die wollen nämlich näher zusammenrücken, um unter anderem Computerchips stärker untereinander zu handeln. Die reden über ein Freihandelsabkommen schon länger, wollen das jetzt beschleunigen. Und dabei wollten die USA China vom Erwerb von moderner Halbleitertechnologie ja abhalten. Also Trumps Politik hat also Auswirkungen, die den Absichten diametral entgegenstehen. Und es gilt halt auch nicht nur, dass sich Trump jetzt mit der ganzen Welt anlegt, sondern auch, dass die ganze Welt dann ja gegen Trump steht. Wozu das führt, ich weiß es nicht. Eine erneute Rezession in Deutschland ist aber nicht auszuschließen, wenn aus dem Zollstreit dann ein echter weltweiter Handelskrieg werden sollte. Sie haben es angesprochen, die US-Börsen haben zuletzt ja bereits unter den angedrohten Zöllen gelitten. Könnte daraus nach dem neuen Zollhammer dann auch ein handfester Börsencrash werden? Ja, die Privatanleger, die sonst immer bei Rücksetzern Tesla und Nvidia und andere Aktien kauften, kaufen aus Angst nichts mehr. Solange das Rezessionsgespenst auf dem Parkett wütet, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Rezessionsangst kommt an der Börse gar nicht gut an. Jetzt gibt es aber 2 Strohhalme, wo die Anleger sich vielleicht dran klammern können. Das erste kann dazu führen, dass wir jetzt diese Zölle bekommen, aber gar keine Rezession in den Wirtschaftsdaten abzulesen sein wird in den nächsten Wochen. Das hatten wir im letzten Jahr auch schon oft.
Und das kann jetzt schon beginnen mit den Arbeitsmarktdaten, die am Freitag anstehen. Wenn die besonders stark sind, ja, dann sagen sich die Anleger, gut, wir rechnen mit der Rezession, die Daten sagen aber was anderes. Und das kann dann zu einer ziemlich scharfen Rallye bei den Kursen in New York führen, was dann eben auch auf den DAX durchschlägt. Das ist der erste Strohhalm. Zweitens sollte man jetzt auch das Verhalten der US-Notenbank beobachten. Die könnte nämlich die Geldschleusen wieder öffnen, in dem Versuch, Schlimmeres zu verhindern. Beide sind jetzt so Chancen, wo die Kurse sich auch stärker erholen könnten. Aber der Zeitpunkt ist da noch zu früh, um da wirklich was Definitives sagen zu können. Da muss man das abwarten, was jetzt kommt. Und während die Wall Street im ersten Quartal ja ein Minus gemacht hat, hat der DAX 11% zugelegt in diesem ersten Quartal. Wird die Outperformance des DAX weitergehen oder wird der DAX jetzt mit Verzögerung erstmal richtig unter die Zollräder kommen? Ja, also der DAX hat jetzt erstmal eine wichtige Unterstützung mit dem Schlusskurs Ende März. Der war jetzt gerade gestern oder vorgestern, hat er die 22.200 Punkte Marke gehalten. Das ist für mich jetzt aus charttechnischer Sicht eine ganz wichtige Marke gewesen. Der Aufwärtstrend, das ist die gute Nachricht im DAX, ist intakt. Wir haben die Autohersteller, wenn man sich BMW, Volkswagen, Porsche und so weiter die Charts anschaut, dann sieht man ja, dass genau diese Aktien ja schon stark gefallen sind. Also da wurde viel von den schlechten Nachrichten bereits eingepreist. Wir wissen ja, die 25% Strafzölle auf Autoimporte kommen. Das hat er ja schon letzte Woche bekannt gegeben. Was soll da jetzt noch Neues kommen? Also da ist schon vieles des Negativen drin. Und wir haben ja einen Vorteil jetzt bei europäischen, auch bei deutschen Aktien. Deswegen haben ja internationale Investoren diese europäischen und deutschen Aktien seit Jahresbeginn bevorzugt, weil wir können das ja ausgleichen, was da an Abträglichem kommt aus den USA mit einem möglichen Aufschwung, den es in China geben könnte. Also wir könnten näher damit zusammenrücken mit den anderen Ländern. Das können gerade die US-Unternehmen nicht so richtig tun. Also im Moment sieht es nicht nach einem großen Ausverkauf im DAX aus. Und kurz noch, wie sollten sich Anleger dann jetzt positionieren? Also nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, das ist die beste Botschaft, ist vielleicht auch die Intention des Weißen Hauses, genau das zu tun und auszulösen, sondern genau jetzt darauf zu achten, ist diese Zollangst begründet oder ist vielleicht die Zollangst am Ende größer als das, was dann am Ende wirklich an Auswirkungen kommen wird? Sprich, Wirtschaftsdaten beobachten. Wenn die nicht auf eine Rezession hindeuten, dann kann sich das positive auswirken auf die Kurse. Und wie gesagt, gerade bei deutschen Aktien ist vielleicht vieles von den schlechten Nachrichten auch schon drin. Sagte Jochen Stanzel. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und sollte US-Präsident Trump am Abend wechselseitige Zölle bekannt geben, dann wäre das für die deutsche Wirtschaft nach Berechnungen des IFO-Instituts wohl das geringere Übel. Zwar könnte über die Hälfte aller deutschen Exporte in die USA betroffen sein, doch die Auswirkungen wären vergleichsweise gering, so das IFO-Institut. Ohne Gegenmaßnahmen der EU erwarten die Forscher einen Rückgang der deutschen Exporte in die USA um 2,4%, mit Vergeltungsmaßnahmen um 3%. Beides wäre sehr viel weniger als bei möglichen pauschalen Zöllen von 20%, die ebenfalls im Raum stehen sollen. Frühere Simulationen des IFO, die von 60% auf Waren aus China und 20% auf Güter aus dem Rest der Welt, einschließlich der EU, ausgingen, ergaben einen Rückgang deutscher Exporte in die USA um etwa 15%. Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht den Staatenbund für eine Konfrontation in dem Handelsstreit mit den USA gut gerüstet. Die EU habe im Umgang mit erwarteten neuen Zöllen der Regierung Trump viele Trümpfe in der Hand, so von der Leyen. Sie bevorzuge aber eine Verhandlungslösung. Ja, und was könnten Optionen für die EU sein? Dazu Einschätzungen. Also wir reden ja sehr viel von Gegenmaßnahmen. Nach dem Motto, wir machen Zölle und wir werden jetzt irgendwie die Digitalkonzerne besteuern und andere Dinge. Ich finde das alles ein bisschen enttäuschend, weil die Tatsache ist ja schon, dass Europa seit Jahren wirtschaftlich zurückfällt. Und ich finde es so ein bisschen wie ein Wettkampf. So, ist man fit, ist man nicht fit. Und wenn man nicht fit ist, dann kann man sich auch nicht richtig aufstellen, wenn jemand anderes kommt und sagt, ich bin der Stärkere, ich setze dich unter Druck. Vor dem Hintergrund, finde ich, ist die eine Antwort kurzfristig zu sagen, wir gehen damit um. Und dann bin ich übrigens dafür, statt zu sagen, wir erhöhen Zölle, würde ich eher sagen, wir machen es ganz anders. Wir schaffen die Zölle ab. Ein ganz klares Signal, wir haben keine 10% Zölle mehr auf Autos, gar keine mehr von euch. Ja, zum einen gucken wir genau, was wirklich verkündet wird. Weil unser Prinzip ist, wir reagieren verhältnismäßig. Also nur
die Schädigung, die wir erfahren, setzen wir mit Gegenzöllen entsprechende Maßnahmen dagegen. Und zum Zweiten, wissen Sie, machen wir das demokratisch. Es ist nicht so, dass einer alleine entscheiden kann, sondern wir haben ein normales Gesetzgebungsverfahren, was mit dem Parlament, mit den Mitgliedstaaten abgestimmt wird. Und die Deadline für den ersten Schritt der Gegenmaßnahmen ist der 14. April. Also ist nicht ganz so lange hin.